Hey Leute, beim heutigen Experiment werde ich versuchen, 24 Stunden lang diese polnische Atemschutzmaske mit der Bezeichnung MP5 zu tragen. Ich habe mich für die polnische Variante entschieden, weil ich sie viel ästhetischer und schöner finde als unsere deutschen Gasmasken bei der Bundeswehr. Und da ich schon selber mal bei der Bundeswehr war, habe ich schon mal die deutschen Gasmasken testen dürfen. Und deshalb wird es die hier werden. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was? Wieso machst du das? Wieso sollte man sowas überhaupt machen? Und darauf antworte ich, wieso nicht? Es gibt wirklich einige Fälle, wo es sinnvoll sein kann, so eine Maske daheim zu haben. Auf die werde ich noch später im Video zu sprechen kommen. Aber jetzt stellt euch einfach mal vor, die Luft wird kontaminiert oder es passiert irgendein größerer Unfall und ihr habt so eine Maske daheim liegen, aber wisst nicht, wie man sie benutzt. Und dann holt ihr euer Handy raus und googelt danach oder gebt es bei YouTube ein, wie benutze ich eine MP5 polnische Atemschutzmaske. Und dann kommt mein Video, wo ich das erkläre, aber dann werdet ihr wahrscheinlich schon sterben, weil die Einleitung hier wieder viel zu lange dauert. Und deswegen reden wir nicht mehr lange und ich sage, ich bin Kasüla, das ist meine Atemschutzmaske, legen wir los. Bevor wir starten, werde ich ein kleines Unboxing der Maske machen. Die Maske kommt in so einer Schutztasche an und in ihr befindet sich dann natürlich die Atemschutzmaske selber und auch ein Filter, der leider schon 2015 abgelaufen ist, wie das hier auf dem Etikett zu sehen ist, der aber immer noch verpackt ist bis auf den kleinen Riss hier oben. Aber ich schätze mal, das ist nicht allzu schlimm und für mein Experiment wird das vollkommen genügen. Ansonsten ist die Tasche komplett leer. Es sollte eigentlich noch ein Trinkhalm mit dabei sein, aber in meinem Fall war er leider nicht mit dabei, was sehr schade ist. Ich hatte nämlich vor, 24 Stunden lang die Maske durchgehend zu tragen und dann mit dem Trinkhalm zu trinken. Man kann nämlich hier so einen Trinkhalm reindrehen und dann halt Wasser trinken oder irgendwas anderes. Ich hatte jetzt vor, ein bisschen Gemüse klein zu mixen und dann so einen Gemüsesaft zu trinken, aber leider geht das nicht. Ansonsten finden wir hier oben der Sprechmembran, worüber man sich besser verständigen kann. Hier unten ist der Filteraufsatz. Hier kommt also dann die gefilterte Luft in die Maske rein und hier entweicht sie dann auch am Ende. Was wichtig zu erwähnen wäre, ist, dass solche Atemschutzmasken die kontaminierte Luft nur filtern können. Sie können selber keinen Sauerstoff zuführen, da bräuchte man noch extra Apparate dafür oder Sauerstoffflaschen, so wie die Feuerwehr sie hat. Und solche Masken sind generell dafür gedacht, dass man sie auch nicht über einen längeren Zeitraum trägt, sondern nur kurz, um sich aus einer brenzlichen Lage zu evakuieren und zu retten. Eine solche brenzliche Lage wäre zum Beispiel, wenn bei euch im Haus ein Brand ausbricht und ihr müsst fliehen, dann wäre so eine Gasmaske schon sinnvoll, wobei sie auch nicht dafür gedacht ist, aber für den kurzen Zeitraum, wo ihr dann flieht, wäre es sicher besser, so eine Maske zu tragen, damit man nicht die ganzen Schadstoffe einatmet. Ein weiterer guter Grund, so eine Maske daheim zu haben, wäre zum Beispiel, wenn man nah an den Gleisen wohnt, weil da kann es passieren, dass ein Zug irgendwelche chemischen oder biochemischen Stoffe transportiert und es kommt dann zu einem Zugunglück und dann hätte man so eine Maske für den Fall, dass man sich da auch wieder von dem Gebiet retten will und in dem kurzen Zeitraum dann keine Schadstoffe einatmet. Noch ein guter Grund ist natürlich, wenn man nah an einem Atomreaktor wohnt und da haben wir ja alle bei Tschernobyl gesehen, was da passieren kann. Da würde dann so eine Maske auch für einige Zeit helfen können. Aber jetzt genug gelabert, kommen wir nun zum Experiment selber. Ich stelle mir das so vor, dass ich die Maske jetzt hier anziehe und mir dann einen Timer auf 24 Stunden setze und sie dann, wie gesagt, 2 bis 3 Mal, vielleicht höchstens 3 Mal kurz ausziehe, um dann in der Zeit trinken zu können. Ich werde den Filter mit benutzen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn auch im Schlaf anlassen werde oder ob ich den dann kurz runterschraube. Ich denke, das ganze Experiment wird nicht allzu gefährlich sein, weil ich Geschichten gelesen habe, wo manche Menschen so ein Ding 2 bis 3 Tage durchgehend tragen mussten, weil die Luft nun mal eben kontaminiert war.
Zum Beispiel gab es einen Fall, wo ein Typ das für 36 Stunden tragen musste, weil er gerade auf einem U-Boot war und in einem U-Boot war und die Luft da kontaminiert war. Und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt mal. Es gibt hier so einen kleinen Trick, wie man testen kann, ob die Maske gut sitzt oder nicht, indem man nämlich das Einlaufventil kurz zumacht. Wie man sieht, bekomme ich da überhaupt gar keine Luft. Also sitzt die Maske gut. Sie passt auch gut auf meinen Kopf. Soweit. Ja, es funktioniert super soweit. Ist ein bisschen schwer geworden, auf jeden Fall. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass hier auch das Problem sein wird, dass das hier zu stark drücken wird die ganze Zeit. Und ja doch, das Gewicht spürt man schon ganz stark von dem Ding. Naja, mal schauen. Ich starte jetzt hier den Timer auf 24 Stunden. Und los geht's. Ich habe jetzt die Maske gerade aufgesetzt und würde sie gerne direkt testen. Ich habe hier ein Deo, was ich überhaupt nicht gut finde. Ich finde, das stinkt sehr stark und jetzt habe ich eine Verwendung zum Glück für ihn gefunden. Ja, ich rieche nichts. Das Sehen funktioniert auch ganz gut. Ich habe eigentlich alles im Blick. Das Visier beschlägt nicht. Die erste Stunde ist nun vorbei und ich muss das sagen, was ich in jedem einzelnen Video von mir sage. Ich bin ein Vollidiot. Wieso fällt mir so ein Mist ein? Das ist gar nicht cool. Mein ganzer Kopf wird gerade zusammengedrückt von allen Seiten, besonders am Kiefer. Meine Zähne werden halt zusammengepresst. Man sieht hier, wie das hier ein bisschen rausquillt. Oh, es ist gar nicht schön. Das Teil ist verdammt schwer. Ich versuche das ein bisschen zu entspannen, indem ich den Filter auf die Brust ablege oder teilweise halte ich das in der Hand. Die Luft ist auch so gering, dass ich jede Minute Tiefluft holen muss. Das klappt aber zum Glück ganz gut. Jetzt sind offiziell 2 Stunden um. Ich wundere mich immer noch, was für ein Vollidiot ich bin. Ich verstehe das nicht. Das Ding ist so schwer, dass ich da kaum sitzen kann in der Luft. Ich habe mich jetzt hingelegt, um das ein bisschen an meinem Brust abzustützen, aber das ist auch nicht die Lösung. Ich glaube, das Teil ist mir einfach viel zu klein, aber das war die größte Größe, die sie haben. Ich hätte gedacht, ich schaffe das Ding ganz einfach. Ich habe ja auch die 30 Tage mit dem Mundschutz schon überstanden. Aber hier ist auch die Schwierigkeit wieder nicht die Atemluft. Die Atemluft funktioniert. Ich bekomme genug Luft. Hier ist die Schwierigkeit, dass das Ding zu klein ist. Vor allem hier um die Nase und den Mund herum. Das drückt das alles so zusammen, als würde dir jemand mit einer riesen Hand deine Nase und dein Kiefer so zusammendrücken die ganze Zeit. Gar nicht cool, überhaupt nicht cool. Scheiß Idee war das. Jetzt sind 4 Stunden um und erst vor 5 Minuten ist mir aufgefallen, dass mein Kiefer die ganze Zeit falsch gesessen hat. Es war in dem Loch drin, der die Nase und die Augen abtrennt, aber es sollte außerhalb sein.
sodass nur der Mund und die Nase in dem Loch drin ist. Jetzt geht es mir auch viel besser. Die Nase wird vor allem nicht mehr so zusammengedrückt und ich bekomme gut Luft. Ich habe 4 Stunden lang die Maske falsch angehabt. Mal wieder ein Grund mehr, um zu sagen, Volldepp. Außerdem ist mir jetzt auch aufgefallen, dass das Visier hier ein bisschen trüb ist, genau hier an der Stelle. Und dass ich dann, wenn ich halt Fernseh schaue oder irgendwas, dass das ein bisschen alles drüber wird. Jetzt habe ich schon über ein Viertel der Zeit geschafft, 6 Stunden. Und ich fange an, mich langsam dran zu gewöhnen. Also die Luft, wie gesagt, stört mich überhaupt nicht. Und nachdem ich in der 4. Stunde die Maske nochmal richtig justiert habe am Kinn, sitzt sie auch ganz okay. Es fängt jetzt an den Ohren ein bisschen an weh zu tun. Da muss ich aber die Schleife ein bisschen wegziehen. Und dann geht es wieder für ein paar Minuten, bis sie sich dann wieder zurück an den Platz begibt. Aber jetzt ist es ertragbarer geworden auf jeden Fall. Bleiben nur noch 15 Stunden. Ich kann nicht so richtig schlafen mit dem Ding. Dafür bin ich rechtzeitig wach, um mir den Start der 3. Rakete von SpaceX anzuschauen. Und ich hoffe mal, dass die nicht explodieren wird wie die anderen. Hammer, die Rakete steht, sie ist nicht explodiert. Ach, da freue ich mich. Da freue ich mich sehr um 1:30 Uhr morgens. Jetzt habe ich die Hälfte geschafft. Ich habe 1,5 Stunden schlafen können mit dem Filter. Wir haben jetzt 4:19 Uhr. Und ich denke mal, ich werde jetzt den Filter abnehmen, damit ich nochmal richtig Schlaf bekommen kann, weil mit dem Teil fällt es einem wirklich, wirklich schwer. Ich bin jetzt gerade aufgewacht. Ohne Filter konnte ich weitere 5 Stunden schlafen. Das heißt, ich habe jetzt in der Nacht 6,5 Stunden geschlafen. Ja, es war trotzdem schwer. Ich bin immer mal wieder wach geworden. Musste die Maske justieren, die hat sich auch ein paar Mal hier gelöst gehabt, an der einen oder der anderen Seite. Außerdem ist mir aufgefallen, dass hier in der Maske die ganze Zeit so ein Klacken ist beim Ausatmen. Wenn man Luft einatmet, ist nichts, aber beim Ausatmen ist so ein kleines Klack, 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 die ganze Zeit. Und das hat mich irgendwann verrückt gemacht. Ich bin jetzt aufgestanden, bleiben immer noch circa 7 Stunden. Mir ist aufgefallen, dass ich seit 17 Stunden die Maske überhaupt nicht mehr angefasst habe und daher auch nichts getrunken habe. Deswegen werde ich jetzt versuchen, hier live was zu trinken, damit ich da nicht sterbe. Aber davor wollte ich einen Blutsauerstofftest machen und schauen, wie der verläuft. Ja, 97% Blutsauerstoff im Blut. Das sieht noch normal aus. Ich habe hier einen kleinen Strohhalm, habe hier Wasser. Ich werde die jetzt kurz hochziehen. Oh, es klebt fest an meiner Haut. Das war's schon. Ich hoffe, dieses eine Glas genügt. Ich habe jetzt schon den ersten Vorteil entdeckt. Ich sitze hier auf der Toilette und es riecht wunderbar. Hey Süße, hast du Lust mit mir nach Hause zu kommen? Ihr kennt das Gefühl, ihr wollt mal wieder eine Frau anmachen, doch es läuft immer wieder auf selbe hinaus. Das muss nicht mehr sein, denn unsere neue Atemschutzmaske MP5 schützt euch vor jeglichem Angriff. Bleiben nur noch knapp 2 Stunden und 40 Minuten und es hat sich soweit nichts verändert. Wie schon erwähnt, habe ich mich an die Maske ganz gut gewöhnt mittlerweile und sie fällt auch wirklich nicht mehr so stark auf. Ich habe mittlerweile sehr starken Hunger. Ich würde gerne was essen, aber jetzt die 2 Stunden, 40 Minuten werde ich auch noch aushalten. 5, 4, 3, 2, 1.
Geschafft. Ich habe es geschafft. Jetzt gehen wir raus. Wow. Normale Luft, normale Sicht. Wow. Wow. Endlich ist es nicht mehr trüb um die Augen herum. Ja, sieht ein bisschen rot aus, aber nicht so schlimm wie erwartet. Zumindest auf dem kleinen Kamerabildschirm nicht. Ich trinke jetzt erstmal was. Vielleicht sollte sie wieder anziehen. Oh Mann. Ich freue mich gleich aufs Duschen, auf Zähneputzen und vor allem aufs Essen. Ich habe es geschafft. Es war möglich, das Ding 24 Stunden lang zu tragen. Bis auf die 5 Stunden in der Nacht, wo ich den Filter ausgezogen habe. Aber ich denke mal, in einer Notfallsituation würde das dann auch funktionieren. Da würde das Ding dann auch nicht so viel ausmachen. Was soll ich sagen, die ersten 4 Stunden waren die schwierigsten gewesen, weil ich die Maske falsch angezogen hatte. Hier ist nämlich extra so ein Bereich für das Kinn und die Nase. Und ich habe mein Kinn nicht hier abgelegt, sondern das Ding war so, also mein Kinn lag hier oben drauf. Und dann hat es noch stärker alles zusammengedrückt und das war gar nicht cool gewesen. Ich dachte schon, das Ding wäre mir zu klein und das passt überhaupt nicht um. Oh, ich merke es am Kiefer. Ja, das Kiefer war auch stärker zusammengedrückt. Aber ja, es war auf jeden Fall ein spannendes Experiment. Ich habe mir jetzt bewiesen, dass ich in einer Notfallsituation 24 Stunden überleben würde, wenn mich das Ding retten würde natürlich, was wahrscheinlich niemals passieren wird, aber hey, es ist möglich, es war spannend, es war ein bisschen unnötig, aber ich bin stolz, es geschafft zu haben und ja. Vielen Dank für das Zuschauen dieses Videos. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like, einen Kommentar und ein Abo gerne da. Ich bin Kasüla, das ist meine Atemschutzmaske. Haut rein!